Prusa 3D-Drucker sind viel zu teuer und andere Modelle bieten einfach mehr Funktionen für weniger Geld. Warum also entscheiden sich Leute für den Core One? Um das herauszufinden, habe ich nicht lange gezögert und ihn direkt bestellt, als Joseph Prusa am 19.11.2024 das Tuch auf der Formnext-Messe lüftete. Nach einigen Wochen intensiver Tests mit dem Core One zeige ich dir heute, was ihn wirklich ausmacht, damit du am Ende weißt, ob er für dich sein Geld wert ist. Wenige Marken schaffen es, einen richtigen Kult um ihre Produkte aufzubauen. Und so war der Prusa-Stand auf der Formnext 2024 voller begeisterter Fans, die es kaum erwarten konnten, bis Joseph Prusa das Tuch lüftete und endlich seinen neuen 3D-Drucker vorstellte. Aber warum hat gerade Prusa so viele treue Fans, obwohl viele andere Marken ebenfalls gute 3D-Drucker bauen? Die Antwort darauf liegt in der Geschichte des 3D-Drucks selbst. Der FDM-3D-Druck, also das Drucken in Schichten mit geschmolzenem Filament, wurde bereits Ende der 1980er Jahre erfunden. Aber das Patent von Stratasys verhinderte jahrelang, dass diese Technologie für den Massenmarkt zugänglich wurde. Deshalb startete Dr. Adrian Boyer 2005 das RepRap-Projekt mit dem Ziel, einen 3D-Drucker zu entwickeln, der seine Bauteile selbst drucken kann. Die entscheidende Wendung kam dann 2009, als ein junger Student aus Prag zum Projekt stieß. Joseph Prusa wollte ursprünglich nur Knöpfe für sein selbstgebautes DJ-Equipment drucken, brachte aber mit der Zeit so viele Verbesserungen ein, dass er mit der nach ihm benannten Prusa-Mendel-Variante schnell zum Star der anfangs noch kleinen Community wurde. Da das Patent auf den FDM-3D-Druck inzwischen ausgelaufen war, konnten Joseph und sein Bruder Michal 2012 Prusa Research gründen und das war auch der Startschuss für das heute rund 700 Mitarbeiter große Unternehmen. Durch kontinuierliche Verbesserungen der Geräte und der Druckqualität wurde Prusa die unangefochtene Nummer 1 für Heimanwender 3D-Drucker mit einer riesigen Community und vielen treuen Fans. Trotzdem ist der Core One keine Weiterentwicklung im eigentlichen Sinn. Und warum, erkläre ich dir gleich. Denn die Geduld der Fans wurde im Jahr 2022 auf eine ziemlich harte Probe gestellt, als Bambulab mit dem X1C die Welt des 3D-Drucks komplett neu ordnete. Der X1C war damals dem aktuellen Prusa Mark 3S Plus in Benutzerfreundlichkeit, Geschwindigkeit und Mehrfarbendruck einfach haushoch überlegen. Prusa reagierte zunächst defensiv und betonte, dass eine gute Balance aus Geschwindigkeit und Druckqualität wichtiger ist als beeindruckende Maximalwerte für Geschwindigkeit und Beschleunigung eines 3D-Druckers. Doch die Realität der Verkaufszahlen zwang sie zum Umdenken und schließlich stellte Prusa den Mark IV vor. Das war jedoch nicht die Revolution, die sich mancher erhofft hat, sondern im Kern fast der gleiche Drucker wie die Vorgänger Mark 3S Plus und Konsorten. Durch Detailverbesserungen und Software-Updates konnten zwar die Druckgeschwindigkeit erheblich gesteigert werden, doch viele Fans waren damit einfach nicht zufrieden. Denn der geschlossene Bauraum von Druckern wie dem Bambulab X1C bietet vor allem beim Druck mit empfindlichen technischen Filamenten Vorteile. Und daran konnte auch das von Prusa für den Mark IV zusätzlich angebotene Gehäuse nichts ändern, da es sowohl wegen des Preises als auch durch den hohen Platzbedarf einfach nicht konkurrenzfähig war. Einige Fans prognostizierten deshalb bereits das Ende der Prusa-Ära bis zur Formnext 2024 und der lang ersehnten Präsentation des Core One. Ein 3D-Drucker in Core XY-Bauweise mit geschlossenem Bauraum, der die Antwort auf die Herausforderung durch Bambulab sein sollte. Doch nun stellten sich viele Fans eine ganz andere Frage. Ist der Prusa Core One nur ein verspäteter, teurer Nachbau? Oder bietet er tatsächlich Vorteile, die den höheren Preis rechtfertigen? Werfen wir einen Blick in die technischen Daten. Mit einem Bauraum von 250 x 220 x 270 mm ist der Core One zwar minimal kleiner als der Bambulab X1C und P1S, dadurch ist es aber möglich, die Druckbleche der Vorgänge einfach weiterzuverwenden. Das ist ein großer Pluspunkt, wenn du schon Besitzer eines 3D-Druckers von Prusa bist. Allerdings gehen andere Hersteller wie Creality und Bambulab eher den Weg in Richtung größerer Drucker. Der Core One liegt mit seinen Abmessungen eher im unteren Mittelfeld, sodass du bei Prusa zum deutlich teureren XL greifen musst, wenn du wirklich viel Platz zum Drucken benötigst. Doch selbst dieses Topmodell von Prusa hat einen Nachteil, den sowohl der Core One als auch alle seine Vorgänger teilen. Ich spreche von der Leistung des beheizten Druckbetts. Diese beträgt gerade einmal 150 Watt, da es nur mit 24 Volt betrieben wird. Die Konkurrenz von Bambulab und Creality setzt dagegen auf Wechselstrom und Heizbetten mit bis zu 1000 Watt. Die Folge? In meinen Tests brauchte der X1C nur rund 3,5 Minuten, um das Druckblech auf 110 Grad Celsius zu erwärmen, während der Prusa Core One für die gleiche Temperatur ganze 6 Minuten benötigte.
Doch für das Drucken von Filamenten wie ABS, ASA oder Polycarbonat benötige ich nicht nur eine hohe Druckbetttemperatur. Damit sich der Druck nicht verzieht, muss auch die Umgebungstemperatur oberhalb der normalen Raumtemperatur liegen. Und genau für diesen Anwendungsfall sind Drucker mit geschlossenem Bauraum ideal. Leider hat Prusa, genau wie Bambulab, dem Drucker keine aktive Heizung spendiert, sondern es wird lediglich die Abwärme des Druckbetts zum Beheizen des Bauraums genutzt. Das ist ein echter Nachteil, wenn du den Drucker zum Beispiel in einer kühlen Garage stehen hast, denn in meinem Test bei rund 16 Grad Raumtemperatur erreichten sowohl der Bambulab als auch der Prusa Core One selbst nach 60 Minuten gerade einmal 36 Grad Celsius im Inneren. Doch nicht immer ist eine hohe Bauraumtemperatur von Vorteil. Denn während es technische Filamente kuschelig warm mögen, kann zu viel Wärme beim Druck von PLA zu Problemen führen. Hier hat Prusa mitgedacht und eine simple, aber funktionale Lösung entwickelt. Der Core One verfügt über 2 Lüfter an der Rückseite sowie Lüftungsschlitze auf der Oberseite. Die Geschwindigkeit der Lüfter wird je nach gewünschter Bauraumtemperatur gesteuert, sodass diese beim Druck von PLA in meinem Test stabil unter 30 Grad bleibt. Doch nur wegen diesem Feature wird sich sicher niemand für den Core One entscheiden, denn schließlich ist die Druckgeschwindigkeit doch eines der Hauptargumente für einen Core XY-Drucker, oder? Und was das Drucktempo angeht, hat der Core One gegenüber seinem Vorgänger Mark IVS deutlich zugelegt. Aber reicht es auch, um dem Bambulab X1C das Wasser zu reichen? Um das herauszufinden, habe ich das Robo-Alpaca von Prusa mit identischem Filament auf beiden Druckern getestet. Bei feinen Schichthöhen von 0,15 mm liegen beide Geräte nahezu gleich auf. Doch je gröber die Schichthöhe wird, desto deutlicher wird Bambulabs Vorsprung, wie das folgende Diagramm zeigt. Bei 0,28 mm ist der X1C fast eine ganze Stunde schneller als der Core One und das obwohl das Druckergebnis rein optisch für mich identisch ist. Und ein bisschen hat mich das verwundert, denn eigentlich hat der Prusa Core One die besseren Karten. Er kommt standardmäßig mit einer High-Flow CHT-Düse, die das Filament intern in 3 verschiedene Stränge aufteilt. Dadurch schmilzt es gleichmäßiger und schneller auf, was theoretisch höhere Geschwindigkeiten ermöglichen sollte. Der Core One stellt dennoch keinen neuen Geschwindigkeitsrekord auf. Vermutlich, weil Prusa bei den Druckprofilen einen eher konservativeren Ansatz verfolgt. Die auf Langlebigkeit ausgelegte Hardware mit ihren schweren Profilschienenführungen könnte ein weiterer Grund sein, aber nach meinem Gefühl ist hier noch etwas Luft nach oben. Prusa jedoch bleibt seinem Grundsatz treu und legt den Fokus auf eine tadellose Optik und Druckqualität. Im Testdruck sieht man ganz deutlich, dass das Filament beim Core One den natürlichen Glanz beim Druck bewahrt, wohingegen beim Bambulab die Oberfläche teils matt und teils glänzend ist. Das ist ein Zeichen dafür, dass Bambulab zumindest für dieses Filament in manchen Stellen zu schnell unterwegs ist. Aber Geschwindigkeit hin oder her. Für mich persönlich ist ein verlässliches und sauberes Druckergebnis am Ende wichtiger als das letzte bisschen Druckgeschwindigkeit. Und um herauszufinden, ob der Core One hier besser abschneidet als der Bambulab X1C, habe ich beide Drucker zuerst einen sogenannten Tolerance-Test drucken lassen. Dabei werden 6 kleine Kugeln mit unterschiedlich engem Spalt in eine Halterung gedruckt. Je präziser der 3D-Drucker, desto besser werden auch kleine Spalte gedruckt. Doch bevor wir uns das Ergebnis anschauen, möchte ich dir den Sponsor des heutigen Videos vorstellen und das ist JLC 3DP. Industrieller 3D-Druck, also das Drucken mittels speziellen Prozessen wie Multijet Fusion oder Lasersintern, war bis vor kurzem noch extrem teuer und deshalb für Privatpersonen kaum erschwinglich. Doch eigentlich sind diese Verfahren sehr interessant, da sich komplexe Teile ohne Stützstrukturen oder sogar Metalle 3D drucken lassen. Dank JLC 3DP hast du jetzt Zugriff auf diese fortschrittlichen Technologien und das zu einem Preis, der viel, viel günstiger ist, als du jetzt vielleicht denkst. Der ganze Prozess ist super einfach. Gib www.jlc3dp.com in deinen Browser ein und erstelle ein Profil. Nach der Anmeldung kannst du dein 3D-Modell in allen gängigen Formaten hochladen, zum Beispiel dieses Zahnrad hier. Nun hast du verschiedene Verfahren wie Multijet Fusion oder Metall-3D-Druck zur Auswahl. Je nach gewählten Verfahren gibt es verschiedene Materialien, deren Eigenschaften dir erklärt werden, wenn du mit der Maus darüber gehst. Am Ende musst du unbedingt noch eine Produktkategorie auswählen. Das ist wichtig für den Zoll, da die Teile in China produziert und direkt zu dir geschickt werden. Aber keine Sorge, du musst dich um nichts weiter kümmern. Denn nachdem du die Bestellung abgeschickt und deine Adresse eingegeben hast, kannst du einen Versanddienstleister auswählen. Wählst du hier einen Anbieter aus dem ersten Feld aus, dann übernimmt JLC 3DP die ganze Zoll- und Steuerthematik für dich. Der Endpreis wird dir transparent auf der rechten Seite angezeigt. Mein Tipp, wenn du Zeit hast, nimm Global Standard Direct Line
Das ist meist die günstigste Option. Wenn du jetzt die Bestellung abschickst, wird aber noch nicht produziert, sondern Mitarbeiter von JLC 3DP prüfen, ob du das Modell, das du hochgeladen hast, auch wirklich mit dem gewählten Verfahren drucken kannst. Wenn alles okay ist, erhältst du die Freigabe und kannst dann mittels Klick auf Pay die Zahlung auslösen. Das war alles und schon nach ein paar Tagen hast du dein Paket in der Hand. Ich war bei meiner Testbestellung wirklich beeindruckt, was alles mit anderen 3D-Druckverfahren möglich ist. Und die Zahnräder aus Metall sind einfach nur cool. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, den Service von JLC 3DP einmal zu testen, dann nutze den Link in der Videobeschreibung und erhalte einen Gegenwert von insgesamt $60 als Gutschein, die du nach der Registrierung direkt für deine erste Bestellung nutzen kannst. Vielen Dank JLC 3DP für die Unterstützung meines Kanals und damit zurück zum Test. Dass sich sowohl beim Bambolab X1C als auch beim Prusa Core One selbst die Kugel mit 0,15 mm Spalt nur mit sehr geringem Widerstand bewegen lässt und die mit 0,1 mm Spalt mit etwas mehr Kraft, zeigt, auf welchem hohen Niveau 3D-Drucker bereits heute angekommen sind. Vor allem, weil ich die Drucker nicht speziell kalibriert habe, genau wie für den nächsten Test. Im All-in-One-Test mit 0,15 mm Schichthöhe erzeugen sowohl der Core One als auch der Bambolab X1C präzise, maßhaltige Testmuster und meistern selbst die anspruchsvolle 25 mm Brücke ohne Probleme. Der Bambolab produziert in meinem Test einen kleinen Filamentfaden an den Brücken, ein Problem, das sich aber durch Optimierung im Druckprofil beheben lässt. Bei den Überhängen sehe ich dann aber zwischen den beiden Testmustern doch kleine Unterschiede, denen ich jetzt mit der Scandic Plate auf den Grund gehe. Die Scandic Plate ist ein extrem anspruchsvoller Testdruck mit umlaufenden 75 Grad Überhängen. Dabei wird besonders die Bauteilkühlung eines 3D-Druckers gefordert, da das geschmolzene Filament direkt nach Verlassen der Düse schnell abkühlen muss, um seine Position zu halten und im Raum zu erstarren. Weil die Scandic Plate rund ist, kann man die Performance der Bauteilkühlung nicht nur einer, sondern sogar in allen Druckrichtungen überprüfen. Und während der Bambolab X1C zwar ein gutes Ergebnis liefert, legt der Prusa Core One nochmal eine ganze Schippe drauf. Der Grund liegt im vom Prusa entwickelten 360-Grad-Kühlsystem, das schon im Mark IVS erfolgreich war und auch hier wieder seine Überlegenheit zeigt. Doch nicht nur das Kühlsystem, sondern der gesamte Nextruder wirkt durchdachter als die Lösung von Bambolab. Das integrierte Planetengetriebe sorgt für gleichmäßigen Filamenttransport unter allen Bedingungen und theoretisch geht der Düsenwechsel viel schneller als bei Bambolab. Warum nur theoretisch? Nun, während Prusa für den Vorgänger Mark IVS ein kleines Hilfswerkzeug zum selber Ausdrucken bereitgestellt hat, mit dem der Düsenwechsel in unter einer Minute erledigt ist, gibt es das aktuell für den Core One einfach noch nicht. Stattdessen muss umständlich der ganze Heizblock samt Kabel ausgebaut werden, was ein deutlicher Rückschritt zum Vorgänger ist. Was allerdings kein Rückschritt ist, ist die Software Prusa Slicer, mit der du die Druckdateien vorbereitest. Es hat seinen Grund, warum sogar Bambu Studio und der beliebte Orca Slicer darauf basieren. Alle Einstellungen im Prusa Slicer sind logisch gruppiert und man hat eine hervorragende Suche, falls man doch mal etwas nicht findet. Für Einsteiger gibt es zusätzlich einen vereinfachten Modus, der nur die wichtigsten Optionen anzeigt, aber dennoch hervorragende Ergebnisse liefert. Übrigens arbeite ich gerade an einem ausführlichen Tutorial zum Prusa Slicer und wenn du das nicht verpassen willst, dann weißt du sicher genau, was du dagegen tun kannst. Doch trotz meiner anfänglichen Begeisterung in den ersten Tagen nach dem Unboxing kamen mit der Zeit Zweifel auf. Würde ich den Core One tatsächlich einem guten Freund empfehlen? Und es sind nicht die kleinen Ecken und Kanten, die ich meine, wie die nur einmal verwendbaren Plastikniete, bei denen schon beim Auspacken die Folie hängen bleibt, oder das umständliche Ausbauen der Düse. Bei näherer Betrachtung zeigen sich zwei gravierende Probleme. Vor einigen Jahren wäre der Core One ein absoluter Gamechanger gewesen. Aber während Prusa vielleicht zu lange am klassischen Design festhielt, revolutionierte Bambolab mit dem AMS-System den Mehrfarbendruck. Das AMS-System von Bambolab ermöglicht das Einlegen von bis zu 4 Spulen pro Einheit. Und mit bis zu 4 Einheiten kannst du mit dem X1C in beeindruckenden 16 Farben drucken. Inzwischen haben fast alle Hersteller von Core XY-Druckern ähnliche Lösungen im Angebot. Naja, fast alle. Prusa bietet zwar mit dem Multi-Material Upgrade Version 3, kurz MMU3, ebenfalls eine Lösung an, aber die hat aus meiner Sicht ihre ganz eigenen Probleme. Das größte Problem ist, dass die MMU3 noch gar nicht richtig mit dem Core One kompatibel ist. Wie kann das sein? Prusa bewirbt sie zwar auf der Verkaufsseite, aber es gibt bisher keine offizielle Befestigungsmöglichkeit in oder am Core One. Mehr als Ideen, wie eine entsprechende Lösung zukünftig aussehen kann, hat Prusa leider nicht parat. Wenn dir also der einfache Mehrfarbendruck trotz des ganzen Mülls, der dabei produziert wird, super wichtig ist, dann kann ich dir den Prusa Core One aktuell leider gar nicht empfehlen.
Denn es ist nie ratsam, ein Produkt zu kaufen, bei dem der Hersteller wichtige Features erst später nachliefern will. Denn entweder wartest du viel zu lang oder die Funktion kommt am Ende gar nicht. Das zweite Problem mit dem Core One betrifft den Preis. 3D-Drucker von Prusa waren schon immer teurer als die Konkurrenz. Aber beim Core One ist der tatsächliche Preis sogar noch höher als die offiziellen 1.349 Euro. Und das hat 3 Gründe. Der erste Grund ist die an sich zwar gute High-Flow CHD-Düse, die beim Core One aber leider nur aus Messing besteht, statt aus gehärtetem Stahl wie bei der Konkurrenz. Für abrasive Filamente mit Holz- oder Kohlefaseranteil musst du daher eine weitere Düse kaufen. Ich freue mich natürlich, wenn du den Affiliate-Link in der Videobeschreibung für meine Empfehlung nutzt, aber letztlich kostet dich das Düsen-Upgrade bis zu 70 Euro Aufpreis. Und damit ist noch nicht Schluss, denn was dem Core One ebenfalls fehlt, ist eine Kamera zur Drucküberwachung. Für mich ist die inzwischen bei längeren Drucken unverzichtbar, um auch aus der Ferne zu überprüfen, ob noch alles nach Plan läuft. Warum das bei einem 1400 Euro Gerät kein Standard ist, ist mehr als verwunderlich. Immerhin gibt es eine Nachrüstlösung von Prusa, die mit Magneten im Gehäuse befestigt wird, aber dich um weitere 44 Euro ärmer macht. Ein Vorteil gegenüber den Kameras in anderen 3D-Drucker sind allerdings die verbauten Infrarot-LEDs, womit der Druck auch in völliger Dunkelheit beobachtet werden kann. Naja, zumindest einzelne Bilder des Drucks, denn während zum Beispiel die Bambulab-Kamera am X1C rund 30 Bilder pro Sekunde überträgt, liefert die Prusa-Lösung aktuell nur ein Bild alle 10 Sekunden. Wo allerdings Prusa die Nase vorn hat, ist der leider ebenfalls nur gegen Aufpreis angebotene Filter. Denn der wurde in Zusammenarbeit mit den Spezialisten von Alveo 3D entwickelt und ist aus meiner Sicht die beste ab Werk verfügbare Filterlösung für Heimanwender 3D-Drucker. Denn Bambulab und viele andere Hersteller verbauen lediglich Aktivkohlefilter, die jedoch nicht die feinen Partikel auffangen, welche beim 3D-Druck durch Abrieb an der Düse entstehen. Die Nachrüstlösung von Prusa arbeitet mit einem HEPA-Filter, einem Aktivkohlefilter sowie kräftigen Lüftern, die ein ausreichendes Luftvolumen durch die Filter drücken. Da das Thema Schadstoffe beim 3D-Druck aus meiner Sicht von vielen leider vernachlässigt wird, ist der Mehrpreis von 80 Euro an dieser Stelle bedauerlich, aber aus meiner Sicht unbedingt notwendig, wenn du dir dein Core One bestellst. Mit all diesen notwendigen Upgrades steigt der Preis des Core One jedoch letztendlich auf rund 1.940 Euro. Ein Aufpreis von fast 600 Euro gegenüber einem Bambulab X1C mit AMS. Für den Preis des Core One kannst du dir also den Bambulab X1C mit AMS und zusätzlich noch ein P1S ohne Mehrfarbensystem kaufen. Oder sogar eine kleine Druckerfarm aus 9 Bambulab A1 Mini. Ich denke, du hast verstanden, worauf ich hinaus will. Der Core One ist wie jeder Drucker von Prusa teuer im Vergleich zur Konkurrenz und lässt leider einige Standard-Features vermissen, die zwar zum Teil separat erhältlich sind, aber den Preis weiter in die Höhe treiben. Doch alles, was ich dir bis hierhin gezeigt habe, sind mehr oder weniger technische Features. Und den Core One nur auf dieser Ebene zu betrachten, wird ihm eigentlich gar nicht gerecht. Denn die wahren Stärken eines 3D-Druckers von Prusa liegen wo ganz anders und das ist der Grund, warum sich so viele für ein Gerät des tschechischen Herstellers entscheiden. Da Joseph Prusa den 3D-Druck für Heimanwender durch seine Teilnahme am Open-Source-Projekt RepRap mitbegründet hat, ist für ihn Offenheit ein Kernprinzip seiner Marke. Während Bambulab zuletzt heftige Kritik für Änderungen an ihrer Datenpolitik erntete, ist Prusa das genaue Gegenteil und bietet maximale Transparenz. Die Firmware und Schaltpläne der Elektronik für Prusa 3D-Drucker sind seit jeher in großen Teilen öffentlich auf GitHub verfügbar. Jeder kann die Software prüfen und theoretisch sogar eigene Versionen erstellen. Diese Offenheit macht es für Prusa praktisch unmöglich, durch Updates die Funktionalität deines Druckers in Zukunft einzuschränken. Zwar werden auch bei Prusa Connect Daten über die Cloud an deinen Drucker gesendet, aber es gibt zahlreiche Alternativen. Mit Prusa Link kannst du den Drucker ausschließlich über dein lokales Netzwerk steuern. Jeder Drucker hat einen echten Netzwerkanschluss, falls du kein WLAN möchtest. Und natürlich kannst du auch ganz analog per USB-Stick drucken. Und wem das noch nicht genug ist, der kann für die maximale Sicherheit sogar das WLAN-Modul komplett ausbauen. Aber den größten Vorteil des Prusa-Ökosystems habe ich dir noch gar nicht genannt. Denn während andere Hersteller auf regelmäßige Neukäufe setzen, bietet Prusa traditionell sogenannte Upgrade-Kits an. Theoretisch konntest du mit einem Prusa Mark II aus 2017 starten und ihn schrittweise bis zum aktuellen Mark IVS aufrüsten. Und jetzt gibt es sogar ein Umrüstkit vom Mark IVS auf den Core One. Das ist zwar mit 489 Euro kein Schnäppchen, aber immer noch günstiger als ein komplett neues Gerät. Die Produktion in Europa und der Gedanke der Nachhaltigkeit haben ihren Preis. Aber wenn dir diese Werte wichtig sind, bietet der Core One ein Gesamtpaket, das so einfach kein anderer Hersteller bietet.
Der Core One hat in den Wochen meines Tests trotz anfänglicher Skepsis mein Herz erobert. Und auch wenn ich ständig Staub von den Acrylscheiben wischen muss und noch Reste der Schutzfolie unter den Kunststoffnieten hängen. Optisch macht er eine beeindruckende Figur und verdrängt meinen bisherigen Favoriten in puncto Design, den X1C, vom ersten Platz. Ich kann jederzeit den Druck aus allen Winkeln beobachten, obwohl es ein Drucker mit geschlossenem Bauraum ist. Natürlich sind Drucker von Prusa nicht unfehlbar. Mein Gerät zum Beispiel hatte nach einer Woche einen Fehler im Display. Doch der hervorragende Kundenservice ist eine weitere Stärke von Prusa und wenige Tage später hatte ich kostenfreien Ersatz in der Post. Und dann gab es kurz vor Fertigstellung dieses Videos noch eine Überraschung, quasi ein One More Thing von Prusa. In einem früheren Video hatte ich bemängelt, dass nur Bambulab den Druck per Smartphone wirklich gut umgesetzt hat. Doch mit der neuen Beta-Funktion Easy Print hat Prusa genau das jetzt auch umgesetzt. Du kannst nun jedes Modell auf Printables auswählen und direkt in der App, ohne Umwege über den Computer slicen, nur wenige Klicks und schon startet der Druck. Der Prusa Core One ist für mich ein bisschen wie ein japanisches Auto. Er bietet nicht alle neuesten Funktionen, aber was er kann, macht er außerordentlich gut und zuverlässig. Dazu kommen durchdachte Innovation und Nachhaltigkeit, etwas, das den Produkten der Konkurrenz teilweise fehlt. Der Core One trägt seine Offenheit in Hard- und Software auch im Design nach außen und für den höheren Preis bekommst du die Sicherheit, in ein Gerät zu investieren, das dich viele Jahre begleiten wird, womit dann auch der höhere Anschaffungspreis zumindest etwas relativiert wird. Wenn du primär nach Mehrfarbendruck suchst oder den günstigsten Einstieg in die Core XY-Welt, dann musst du zur Konkurrenz gehen. Wenn dir aber Qualität, Langlebigkeit und ein offenes Ökosystem wichtig sind, dann ist der Core One der einzige 3D-Drucker, den du dir kaufen solltest. Und wenn du noch mehr über 3D-Druck erfahren willst, dann schau dir doch gleich dieses Video an.